Abend, dear friends, und willkommen bei Palmer, Facebook, YouTube, Video und Co. Ich bin Baptiste, euer Host, und wir sind heute Abend mit Ingo Hampf von Subway to Sally. Hallo, guten Abend. Einen schönen guten Abend von Ingo Hampf von Subway to Sally, meine lieben Damen und Herren. Und das ist die neue Platte von Subway to Sally, Schwarz in Schwarz. Habe ich mir gerade auf den Weg zum Konzert im Auto gehört. Die Platte ist klasse, kann ich nur empfehlen, geile Platte. Ingo, die wievielte Platte ist das von euch? Oh, das ist eine schwierige Frage. Nein, das ist Quatsch. Also es ist das 11. Studioalbum, das wir gemacht haben. Das 11. Das 11. Studioalbum. Wie lange existiert schon Subway to Sally? Nee, wir haben nächstes Jahr das Jubiläum von 20 Jahren Bandgeschichte. 20 Jahren Bandgeschichte. Nach 20 Jahren macht es noch Spaß? Ja, durchaus, also das würde man es nicht tun. Wobei Spaß ist immer so eine Sache, mit Spaß verbinde ich eigentlich immer Eis essen oder mit meinem Sohn Karussell fahren oder so eine Geschichte oder in Urlaub fahren. Also ich würde es eher mit Leidenschaft betiteln, also dass man eine Sache macht, wenn man mit Herzblut dabei ist. Und dann macht es mitunter auch Spaß, es macht auch mal keinen Spaß, es ist mal schwierig, es ist mal traurig und mal anstrengend, aber im Großen und Ganzen, ja, es macht Spaß. Die 11. Platte, wie hat alles angefangen bei euch? Wie bist du immer in dieser Band gewesen? Oder? Ja, also angefangen hat es, weil wir ja, jeder, der rechnen kann, nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum haben, 1992. Ich bin von Anfang an dabei. Um jetzt nochmal alles aufzurollen, wie das so alles genau angefangen hat und warum wir jetzt diese Musik machen und so, das sind die fragen alle Interviewer seit 20 Jahren. Und das ist jetzt also, ja, also nee, das würde jetzt zu weit. Ich bin halt ein Standard-Interviewer. Ich frage die Standardfragen erstmal und dann kommen wir zu das Wesentlichen. Das sprengt den Rahmen dieser Sendung, sagen wir mal so, wenn ich jetzt erzählen würde, was 20 Jahre, ja und so. 20 Jahren Subway to Sally. Ja, ich habe mir die Platte angehört und ich hatte das Gefühl, diese Platte, das ist, also es geht in viele Lieder, es geht um Kampf. Wogegen kämpft Subway to Sally? Das ist eine interessante Feststellung, gibt es zum Kampf. Also das ist, wahrscheinlich entsteht der Eindruck, weil das sehr engagiert Texte sind zum Teil und vor allen Dingen von unserem Sänger von Erik, also in seiner Art recht engagiert interpretiert wird. Das ist schon. Also es ist kein, also wir könnten jetzt irgendwelche Politiker auspacken und so weiter und so fort, weil genug Texte auf dem Album sind, die, also wie 2012, wo es also eigentlich genau um einen Attentäter geht, der dieses Datum sich zu eigen macht, um zu zeigen, es geht die Welt zu Ende, weil ich das will. Nicht, weil die Maya das mal so sich überlegt haben mit ihrem Kalender. Oder wie bei Ich sperr dich ein, was ja auch ein sehr schwieriges Thema ist, wo jemand also einen Menschen die Freiheit nimmt und einsperrt im Keller, sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, dagegen kämpfen wir, oder das wäre Quatsch, das ist zu viel, was man mit einer Rockband machen kann, aber zumindest thematisieren wir das auf unsere eigene Art. Du hast uns heute ein E-Mail geschickt, so gegen 4 Uhr und gesagt, hey, habt ihr Bock vorbeizukommen? Vielen Dank, sehr cool, wir freuen uns hier zu sein. Wie kamst du auf die Palmer-Produkte? Wer war dein Kontakt und wie kamst du da drauf? Wie lange spielst du das schon? Da kann ich richtig weit zurückgehen, das ist seit 1994. Und zwar war das bei unserer ersten Platte überhaupt. Die haben wir damals in einem kleinen Studio in Holland aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Nest hieß, ist ja auch real, irgendwie so. Und jeweils waren die dort eingestellt auf eine Folkband. Eine Folkband. Also so mit Mandoline und Geige. Wir dachten, es kommt eine Folkband. Und dann habe ich meine Firma 12er ausgepackt und einen Soundcheck gemacht in dem Aufnahmeraum. Und dann ist praktisch, man hat das Gefühl, dass die Wände auseinanderfallen. Also es schnarrte, klapperte, die Scheiben surrten. Also war völlig schockiert. Das ist Folk, das ist Heavy Metal. Und ja, so. Und das Ende vom Lied war, dass irgendwie man aufgrund dieser Nebengeräusche eigentlich kein vernünftiges Gitarrensignal mit einem Mikrofon auf dem Band gekriegt hat. Aber also so wirklich, das war zu hören. Also irgendwelche Resonanzen und irgendwie bin ich damals drauf gekommen, Mensch, es gibt doch so einen Speaker-Simulator von Palmer. Aber also Mono-Teil ganz normal, und das, können wir das nicht irgendwie besorgen? Und die sind dann irgendwie in die benachbarte Stadt und dann irgendwie in den Musikladen haben das Ding geholt.
Und damit habe ich auch die erste Platte aufgenommen. Und es war gut. Und seitdem eigentlich habe ich also Palma bewusst wahrgenommen und diesen Speaker-Simulator wahrgenommen und dann über die Jahre hinweg also immer diese Speaker-Simulator auch live benutzt. Zusätzlich zu dem Mikrofonsignal der Box. Also nicht um leise zu sein auf der Bühne, ganz im Gegenteil, ich bin recht laut, aber auch hinter dem Speaker-Simulator ist auch die Box noch dran, aber um dieses DI-Signal zu haben, was vor allem für den Tontechniker ein sehr gutes Signal ist, wo man gut arbeiten kann, was vom Frequenzgang so ist, dass er mit klarkommt und was natürlich logischerweise kein Übersprechen vom Mikrofon hat, vom Drums und so weiter und so fort hat. Also es ist nicht nur eine Notlösung, wie es vielleicht damals war, es ist auch wirklich eine Alternative zur Mikrofonabnahme. Also der Tontechniker eigentlich freut sich sehr. Der freut sich sehr darüber, ja. Der nimmt das lieber als das Mikrofonsignal. Okay. Und dann kann ich auch noch mehr dazu sagen. Also es gibt dann noch ein paar andere lustige Helferlein, die ich benutze von Palma. Das sind so ich liebe diese Dinger, gerade so, weil wenn man ein Rack hat und mit ein bisschen unterschiedlichen Geräten das verkabelt, hat man immer irgendwelche Schweinereien mit Brummen und so weiter und so fort. Und da gibt es diese niedlichen kleinen Isolationsboxen, die DI-Boxen, oder das ist eigentlich eine DI-Box, eigentlich nicht direkt, das ist eine Isolationsbox, heißt doch so, die man dazwischen schalten kann und das Problem hat sich eigentlich in der Regel gelöst und das ist wunderbar. Also das ist so, wunderbar. Das sind so diese kleinen Geschichten, die, also gerade so, man sieht immer die großen Sachen auf der Bühne und da reden alle drüber, aber es sind eigentlich immer die kleinen Sachen, an denen es scheitert und die kleinen Helferlein gibt es eben bei Palma. Und im anderen noch einen Umschalter, den ich im Studio benutzt habe, das ist der Triton. Heißt das so oder so ähnlich? Triage? Ja, oder so. Triage? Das ist aber jetzt. Das sind, wo man drei verschiedene Amps, also Signale schicken kann, wo ich also praktisch immer gesplittet habe, also in meinen Amp und in einen Sans-Amp noch und gleichzeitig hin und her schalten konnte, immer zum Einspielen und nicht immer Kabel stecken und so weiter und so fort, der auch sehr gut seinen Dienst gemacht hat und sehr toll war, gleich ein Stimmgerät dran und so. Also diese kleinen Geschichten, die man immer das Leben leichter machen will, finde ich toll. Ihr habt einen Song, der heißt, ich glaube, dass er so heißt, weil das kommt so oft vor in dem Song, genau, der heißt so, ja, nichts ist für immer. Gibt es, ich denke, also es gibt schon manche Sachen, die für immer sind, oder? Naja, in dem Song nicht. Also da wird ja gesagt, die Aussage ist ja, dass egal wie gut es kommt oder wie schlecht es kommt, also das vergeht, ne? Also wie auch immer. Und das, was für immer bleibt, also was bleibt für immer? Nicht mal der Diamant kann verbrennen. Also es ist Würdest du nicht sagen, dass dein Palma Speaker Simulator für immer ist, weil er so robust verbaut ist? Ja, ach so, wir sind jetzt, verstehe. Also, nee. Der ist natürlich sehr robust gebaut. Nee, obwohl das darauf zurückzukommen, also nicht das für immer. Natürlich wird der sicherlich auch kaputt gehen, wenn man den aus dem 5. Stock schmeißt oder was weiß ich, oder einer mal sein Bier reingießt oder so. Aber ja, das ist sehr solide gebaut, das Zeug. Das finde ich auch, ja. Und ich werde bestimmt noch, weil ich ja jetzt bin ja relativ neu, ich habe auch, sonst muss ich dazu sagen, auch kaum Endorsements oder sowas. Also ich habe ein paar Gitarren, Instrumentenbauer, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die mir auch einen Special-Preis machen, aber die mir auch nicht schenken können und so weiter und so fort und alles andere. Und der Amp ist angefertigt und die Boxen sind von mir selbst bestückt mit Pappen und irgendwie, ich habe immer, also es war nicht, weil ich irgendwie eine Macke habe oder so, sondern es waren immer Sachen, die für mich nicht so von der Stange funktioniert haben. Ich habe es ja alles ausprobiert. Ist ja nicht so. Oder musste das teilweise auch benutzen, ich will jetzt gar keinen Namen sagen von Amps oder so, wenn man unterwegs ist im Ausland, dann kann man sein Zeug nicht mitnehmen, da stellen sie halt irgendwas hin und irgendwelchen Kram und das war meistens Katastrophe. Also weder ich mit klargekommen, noch der Techniker unten und wenn der auch sagt, ist es so, dann kann es ja nicht stimmen. Ne? Und deshalb, wie sind wir jetzt, was war eigentlich die Frage jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, achso, weil ich habe ja sowas wie Endorsements sonst nie und Palma, das ist neu. Da habe ich eigentlich gedacht, Mensch, ich finde die Sachen toll, ich finde das von der Verarbeitung, von der Qualität, überhaupt Preis-Leistung und was zu machen und so toll. Und dann habe ich mal angefragt gehabt, dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch so ein paar Geräte, also gerade für die Plattenaufnahme, weil ich ja auch das Signal mitgenommen habe wieder. Also für die Platte sind alle Gitarren von dir über DI? Auch, sowohl als auch. Also ich habe verschiedene Sachen benutzt. Und Amps, war ich auch verschiedene? Nee, da habe ich noch mal einen benutzt. Und also sowohl eine Mikrofonabnahme, die DI-Abnahme von dem Palma Speaker Simulator, auch ein Sans-Amp und so. Also das ist jetzt eine andere Firma, aber ist egal. Ja, wir haben was gesehen. Ich weiß nicht, ob der Robin, weil Robin ist ja der Product Manager
Product Manager of Palmer, Germany. Und ich weiß nicht, ob er das weiß, aber hier habt ihr einen wunderbaren Beitrag. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier kann man das sehen. In dem Booklet von dem Album steht da nicht nur der Palmer-Logo, sondern danke an Robin Henlich. Dazu sage ich nur vielen, vielen Dank an dir, Ingo. Wir haben dir den Palmer 3 mitgebracht. Der steht unten im Catering-Raum und wir wollten einfach nur, also der ist schon verkauft, aber wir wollten, wir wollten den mitbringen, dass du den probieren kannst. Dann kannst du einfach uns sagen, was du davon hältst. Ist das dieser Röhrenverstärker, der praktisch mit 3 Endstufen-Geschichten, also wenig Leistung und so weiter und so fort. Das war ein Dreifach-Eintaktsverstärker. Ja. Also Triple Single-Ended. Und ja, der steht unten im Catering-Raum. Wir werden gleich einfach diesen Amp probieren lassen. Und jetzt sind wir soweit. Wir sind im Catering-Raum mit Ingo und unglaublich, aber wahr, da ist der 3. Ja, Design, würde ich sagen, russisches Funkgerät, ne? Aber also auch im positiven Sinne russisch, also was kann man auch mal runterfallen oder so, also so warm. Ja, im letzten Krieg dabei. Nee, also sehr beeindruckend so vom ersten. Ich habe auch schon ein bisschen drüber gelesen. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, aber das mit dieses Konzept mit 3 Endstufen, das finde ich super geil. Sättigung ist übrigens ein sehr, sehr schönes Wort für gehen, ne? Also Endstufen, ja. Bereit und aus, Strom ist hier und eine Lampe hat so Eingang. Ja, super. Wer ist denn, also fragt ja mich immer, also auf dieses Konzept gekommen bei. Das ist ja mal super, das ist ja mal servicevoll. Kann man das hier aufschrauben und dann kann man das aufklappen, ich fasse es ja nicht. Ich krieg's aber nicht aufgeschraubt. Das ist nur für starke Männer. Ja, und genauso eigentlich kann man, also für den Service kann man das auf den Kopf stellen und dann den Basis rausschrauben. Und dann hast du alles da, was du bedienen solltest. Achso, genau. Und ich hatte ja gefragt, wer ist denn auf dieses Konzept gekommen überhaupt? Also ich meine, das ist sehr, doch sagen wir mal, eher ungewöhnlich, ne? Sowas zu machen. Also, ja, ungewöhnlicher Konzept, ungewöhnlicher Mensch, das ist ein Finne. Und zwar haben wir den Genuss bei Palmer / Adam Hall seit 3 Jahren den Herrn Markus Torvinen am Start zu haben. Und er entwickelt Produkte für Palmer, insbesondere. Und das ist eigentlich so ein Konzept, was er seit Jahren im Kopf hatte. Und ja, das haben die einfach jetzt verwirklicht. Ja, die haben jetzt das Kind geboren und er ist stolz wie ein Papa darüber. Also ich sag mal so, ich bin jetzt ein bisschen angefixt, ich würde gerne mal ausprobieren. Das werde ich demnächst auch bestimmt mal machen. Na? Dann werde ich bestimmt auch einen Kommentar, den kann man dann auf der Internetseite nachlesen, dazu abgeben. Also das finde ich erstmal, also das ist sehr sympathisch. Also ich weiß nicht, also es ist irgendwie nicht so, glaube ich, das, was ich mir auf die Box stellen würde, um auf die Bühne zu gehen, aber für Studio vielleicht oder ich weiß es nicht. Also mal schauen. Schön, dann bist du einfach herzlich willkommen bei uns. Immer wenn du willst, du kannst einfach um 4 Uhr ein E-Mail schicken. Ja, ich komme jetzt vorbei. Genau. Und kein Thema, dann können wir alles ausprobieren. Wir haben alles im Showroom und ja, komm jederzeit. Also auf jeden Fall Ingo, vielen, vielen Dank, dass du uns hier mitgeschleppt hast. Vielen Dank für die Interview. Wenn ihr Spaß hattet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schönes Konzert. Ich empfehle euch alle, die Platte zu hören. Subway to Sally, Schwarz in Schwarz. Sehr, sehr geile Platte. So, danke. Ingo, hast du ein Wort jetzt für die Palmer-Fans vielleicht? Ja, der Baptist hat so schön alles erzählt. Also ich würde sagen, Dito und dann wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Wir zerstören, wird vollenden, was getan werden muss. Pflanze grauen in die Herzen. Ich trage ja nur schwarz eigentlich. Aber das ist noch im Rahmen des. Das ist für einen lustigen Tag. Also wenn man mal umgeht. Wenn die Sonne scheint, trage ich mal grau. Dann quietschgrau ist dann.